Am Fraunhofer IES können wir an nahezu jeder Stelle dieses Datenlebenszyklus nachhaltig beitragen. Es fängt vorne an bei der Datenaufnahme, die Entwicklung von Sensoren, sowohl von der Hardware-Seite, also die nachhaltig, energieeffizient, CO2-frei zu produzieren, als auch die Intelligenz der Sensoren selbst. Also wie schlau ist der Sensor selbst, welche Algorithmik findet auf dem Sensor statt, welche Datenauswertung findet auf dem Sensor statt. Alles, was direkt auf dem Sensor ausgewertet und wiederverwertet werden kann, muss nicht übertragen werden, muss nicht woanders gespeichert werden. Dann das Thema der Übertragung. Wie kann ich sparsam Daten übertragen? Beispielsweise unsere Technologie von Maioti, also möglichst energiesparsam, möglichst weit Daten übertragen zu können. Das sicherlich nicht in der hohen Auflösung eines HD-Films, aber in vielen Anwendungen bedarf es nur einzelner Daten wie Füllstände, Temperaturen und dergleichen, wo diese Technologie hochgradig effizient ist und überall nachgefragt wird. Dann das Thema der Datenspeicherung im Computer selbst. Wie muss ich Datenräume gestalten, sodass ich unabhängig von der Domäne und unabhängig von der Anfrage darauf schnell zugreifen kann. Dass ich sie schnell wiederverwenden kann, dass ich sie vielleicht auch in einem anderen Kontext wiederverwenden kann, von dem ich heute vielleicht noch nichts weiß. Und wie kann ich diese Strukturen so effizient gestalten und auch abspeichern, dass sie im Sinne der Nachhaltigkeit auch wirksam werden. Mit den Datenstrukturen selbst und dem richtigen Aufsetzen der Datenräume haben wir noch keine Mehrwerte generiert. Mehrwerte generieren wir zum Beispiel durch Prognoseverfahren, durch Optimierungsverfahren, durch Analyseverfahren. Beispielsweise, wenn Sie die Ersatzteile eines großen Zulieferers vorhersagen möchten. Wie tun Sie das? Da brauchen Sie neue Prognoseverfahren, die vielleicht mit wenigen Daten oder mit sehr vielen Daten oder mit sehr vielen heterogenen Daten zurechtkommen und eine möglichst präzise Vorhersage machen. In der Optimierung, als Beispiel, wenn es um die Minimierung von Energiespitzen geht, von Produktionsanlagen oder im öffentlichen Nahverkehr, wie gestalten Sie die Prozesse so, dass möglichst wenig Energiespitzen gebraucht werden? Dazu brauchen Sie Optimierungsverfahren. Oder wenn es um die Analyse geht von Verfahren in der Medizintechnik, beispielsweise gut von schlecht zu unterscheiden, Methoden des Machine Learnings, der Mustererkennung, die präzise vorhersagen können, ob es sich um eine Krankheit handelt oder nicht. All diese Themen spielen in dem Bereich eine Rolle und schaffen Mehrwerte. Und wenn wir jetzt mal etwas tiefer schauen, all diese Verfahren sind letztendlich Algorithmen. Algorithmen müssen umgesetzt und implementiert werden. Bislang hat man bei Algorithmen überwiegend auf Schnelligkeit und Robustheit geachtet. Künftig kommt aber der Aspekt der Nachhaltigkeit hinzu. Das heißt, wie kann ich Algorithmen energiesparsam entwickeln? Wie kann ich sie so entwickeln, dass ich möglichst wenig Energie verbrauche, aber dennoch zu denselben Ergebnissen komme? Das sind hochinteressante Fragestellungen, die wir heute an unserem Institut bereits adressieren. Nachdem nun die Algorithmen ihre Lösungen produziert haben, geht es um die Verwertung der Ergebnisse und die Umsetzung in die Praxis. Und hier spielt der Mensch die entscheidende Rolle. Das heißt, es muss die Akzeptanz des Menschen gefunden werden. Der Algorithmus spuckt nur 0-1-Lösungen aus. Diese richtig zu interpretieren und für den Menschen nachhaltig zu gestalten und auch zu einer Verbesserung zu gestalten, ist ein Unterfangen, dessen wir uns annehmen. Und wichtig an dieser Stelle ist, den Menschen von Beginn an mit in den Prozess zu nehmen, frühzeitig mit in die Entscheidungsprozesse aufzunehmen, von Beginn an auch schon bei der Datenerhebung mit in die Diskussion zu nehmen, um dort mögliche Optionen und auch Potenziale gemeinsam zu diskutieren. Denn nur letztendlich, wenn der Mensch akzeptiert, kann es auch umgesetzt werden. Und an dieser Stelle setzen wir gemeinsam mit dem Unternehmen, mit dem Menschen an. Und wenn das gelingt, dann können wir auch neue Geschäftsmodelle entwickeln. Geschäftsmodelle für den Kunden, neue Perspektiven, neue Potenziale für die Zukunft, die aus der Interpretation der Daten entstehen.
Nun kommen wir zur vierten Phase des Datenlebenszyklus, nämlich dem Recycling. Wir kennen das Recycling aus der klassischen Welt der Rohstoffe, indem wir Rohstoffe recyceln. Wir kennen das aus der Papierindustrie, aber wir kennen es auch von dem Stellen der gelben Säcke vor die Tür, weil das Aluminium, was gestern ein Joghurtbecher war, wird vielleicht morgen der Kotflügel eines Autos. In der Welt der Daten haben wir auch das Thema des Recycling, aber aus einem anderen Grund, nämlich Daten werden heute beliebig produziert, beliebig hergestellt sozusagen, weil wir glauben, die Datenaufnahme kostet nichts, die Datenspeicherung kostet nichts. Aber wir haben eben ja schon erfahren, dass sie sehr wohl was kostet, dass sie unsere Umwelt belastet, dass dort drastische CO2-Emissionen entstehen, insbesondere daher auch, weil die Menge der Daten, die inzwischen aufgenommen wird, so explosionsartig steigt, dass wir dort neue Lösungen brauchen. Und wie generieren wir hier neue Lösungen? Das heißt, wir müssen uns überlegen, ob Daten tatsächlich wieder gebraucht werden. Können wir Daten nicht einfach löschen? Können wir Daten wiederverwerten? Können wir Daten wiederverwerten im selben Kontext oder vielleicht in einem komplett anderen Kontext? Und was heißt es, wenn wir sie in einem anderen Kontext wiederverwenden? Was kostet uns das, diese Daten zu speichern, zu bewahren? Oder ist es vielleicht nicht günstiger, sie wieder neu aufzunehmen und damit nachhaltiger mit den Daten umzugehen? All diese Fragen sind hochinteressant und auf die gibt es heute noch keine Antworten. Und unser Institut macht sich auf den Weg, genau diese Fragen zu adressieren und zu beantworten.